Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht gerade, jetzt bin ich live auf YouTube und ich reagiere gerade auf das Sony PlayStation Showcase und Sony hat ja auf der Gamescom nicht teilgenommen und Xbox hat auch vorgelegt und jetzt nach Wochen hat sich Sony endlich entschieden, endlich auch was zu zeigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es wird jetzt Neuigkeiten geben zu der PS5. Was kann uns erwarten? Bestimmt ein neues Gameplay zu Horizon nicht Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Vielleicht mal endlich was Neues zu of War Ragnarok. Oder vielleicht mal ein Remake von Metal Gear Solid, man weiß es nicht. Mich würde es freuen, wenn Sony einfach jetzt ankündigt, dass sie endlich genügend Konsolen haben, dass jeder sie auch kaufen kann. Deswegen habe ich jetzt keine so hohen Erwartungen, aber ich bin einfach mal sehr, 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 sehr gehypt. Und jetzt geht's auch los, Leute. Teilt gerne diesen Livestream. Ich hatte vorhin auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Start. Da musste ich kurz beim Computer auch neu starten. War gerade ein bisschen technisches Chaos hier. Aber ihr seht, es sind jetzt auch gerade unglaubliche 482.000 Zuschauer, die das gerade verfolgen live. Und ich würde sagen, Leute, ich mache jetzt mal nicht in den Fullscreen, mache es so, damit es einfach sicher ist, dass mein Computer auch alles brav mitmacht und nichts ruckelt oder halt nur wenig ruckelt. Und deswegen jetzt 11 Minuten Verspätung, aber trotzdem live hier Kons-T. Und jetzt drücke ich auf Play und ich bin richtig gespannt, Leute. Let's go! So, also Kopfhörer laufen, habe sie jetzt auch abgezogen und jetzt will ich nur ein bisschen vorspulen, bis da, wo sie halt eben angefangen haben. Ich hoffe, der Ton ist okay. Okay, da geht's los. So, okay. Gameplay captured from PS5. Okay. Das erste Spiel, let's go. Wow! Ist das Spielgrafik oder was? Ist das ein Film oder ist das Computergrafik? Nein! Ey, wenn das jetzt Spielgrafik ist, nein! Oh nein, jetzt kommt gerade auch Musik. Oh mein Gott, nein. Sekunde, ich mach ganz kurz leiser, damit es nicht so. Also das ist jetzt geile Spielgrafik, ist es ein Film, ich hab schon gedacht, ey. So. Hab jetzt einfach mal Pause gemacht und leise, weil ich habe neulich auf was reagiert und mir hat das YouTube richtig wegen dem Copyright gemolzt, deswegen mache ich immer wieder mal auf Pause, damit das Ganze einfach mal ein bisschen besser läuft. Das ist ja erstmal so Werbung und kein Spiel vorerst mal, aber mal gucken. Vielleicht ist es Warzone oder so, mal gucken.
Okay, play has no limits. Let's go. Jetzt mache ich auch wieder lauter, weil ich halt einfach nur Sorge wegen dem, ja, wegen der Musik. Okay, jetzt aber. Woohoo! Let's go. Ich bin ja PlayStation-Spieler und deswegen bin ich gerade viel mehr gehypt als jetzt zu Zeiten von den Gamescom. Und jetzt nur Ankündigungen, die mich einfach fesseln werden. Let's go! I'm Jim Ryan, President and CEO of Hi, Sony Jim Ryan. Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries. Gänsehaut hier, Gänsehaut. Jetzt geht's los. Come on. Setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting, immersive and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never been more grateful for the PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates. Okay, hat gerade einfach nur gesagt, dass er sich freut, dass man jetzt mit dem Kunden, mit euch allen so nah arbeitet und dass die PS5 in der Lage ist, ganz krasse Welten zu schaffen und so weiter, und dass sie jetzt freuen, dass sie jetzt gerade dabei sind, mehr zu zeigen. Okay? And brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Let's go! Come on! Ich würde ja richtig feiern, wenn da irgendwie was so wiederbelebt wird. Irgendeine alte Reihe so. Jack und Dexter vielleicht. Oder Medieval. Oder Metal Gear Solid Remake. Wäre echt nice. Mal gucken. Oh, Lucas Film! Star Wars! Oder was? Nein! Ist das nicht, Dings? Knights of the Old Republic Remake? Nein! Star Wars! Star Wars! Quartor Remake! We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Nice! Republic! Geil! Geil! Kennt ihr das Spiel? Leute, es gab doch von PC. Es ist das legendärste Rollenspiel von BioWare. Machern von Mass Effect. Leute, das Spiel ist legendärst. Und da kommt jetzt ein Remake. Geil! 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 Es ist ein Exclusive, oder was? Meine Güte! Wie geil! Geht schon mal gut los, ey. Was ist das denn? Bayonetta! Oder? Ah, nee. Nee. Was anderes. Shift up. Okay. Ne, es ist nicht Bayonetta. Hab ich jetzt nur vertan. Alter. Wow.
Autsch. Okay. Ist die jetzt im Weltraum? Wow. Wow. Okay. Oha. 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 Sieht ein bisschen Final Fantasy mäßig aus. Ein bisschen. 남은 목숨 끝까지 바쳐 쌓을 것을 맹세하오. Das war russisch. Station 9. Okay. 부디 저희의 죄를 사하여 주시고. Alter, dieses Spiel von Capcom, das im Weltraum war neulich vor einem Jahr. 저희를 거두어 Ich hab vergessen, wie es heißt. 주시고 Ist das das? 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 Cyberpunk und Echtzeitkämpfe. Wow, cool. 잠깐 내 지구가 Ich hab grad so ein bisschen Parasite Eve Vibes. So ein bisschen. 시체에 기생하고 있다니. Könnte auch ein Remake sein, aber also. Ja, so ein bisschen Dead Space, Weltraum und Final Fantasy und ein bisschen Dark Souls Vibes. Cool. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘라신 Ist das dieses Projekt 4 oder was ist das jetzt hier? 나가는 놈들은 이곳에 버려졌지. 마더스피어의 구원을 Wahnsinn! 아직 기다리고 Wahnsinnsgrafik. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가. 문 무너지겠어. Okay, sieht echt gut aus. Gefällt mir. Okay, die Musik ist immer kurz leise. Okay, jetzt Play. Weil, ja, Musik und Copyright ist nicht so geil. Aber ey, Wahnsinn. Okay, ihr habt die Musik auch gehört? Moment. Ne, ist noch. Ja, ich werde jetzt hier gleich Copyright Probleme kriegen. Na gut, egal, dann mache ich halt mal so. Bilder sind ja auch schön. Echt wunderschön, ey. Hier sind echt ziemlich krasse Spiele da zur Zeit. Ist echt bemerkenswert. Und spielt auch irgendwie in Russland. Also da war vorhin noch ein Gebäude, das war auf Russisch Project Eve. Okay. Project Eve ist das gleiche wie Parasite Eve oder... Nee, ich glaub nicht, aber trotzdem. 당신이 왜 이곳에? 설마. 이브, 저건 알파 네이티브야. Wow. Ich hab echt Bock auf das Spiel. Okay. Gearbox Software. Ist das jetzt mit diesem Teil in China oder Borderlands Teil? Darkness washes over the land. Dun, dun, dun. Sieht so aus. Ja? Dragon Lord.
has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Ah, ja, das ist der Ableger von Borderlands. Das ist Tiny Tina's Adventure in Wonderland oder so eine Art. Das ist von Borderlands, ein Ableger. Hey! Spoiler? It's you, baby. Yeah! Geil! Ich habe Teil 1 gespielt und muss den ganzen Rest noch nachholen. Okay, Chocoretto, Musik ist, muss man ein bisschen leise machen. Verzeiht mir. So. Aber nice, es ist quasi wie Borderlands, nur halt mit mehr Magie und Magie halt. Cool. Nice. Und es ist auch Standalone, also das heißt, man kann es auch quasi ohne Borderlands 3 spielen. Musik ist noch. Sieht fancy aus auf jeden Fall. Okay, ich muss halt leise machen, ansonsten wird mich YouTube halt, ja. Aber er sieht echt gut aus. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Ableger oder sowas. Aber nö, ist wohl echt richtig ambitioniert. Wow. Und das ist jetzt quasi die Tiny Tina, ist ein Charakter aus Borderlands und die kriegt jetzt quasi ihr eigenes Spiel. Genau, da Tiny Tina's Wonderland, das ist das Spiel. Cool. Bisher gab es ja nur einen Trailer, auch mit diesem Artwork und dem Stil, und jetzt gab es erstmal ein Gameplay. Wahnsinn. Alright, trailer over. No end credits. März nächsten Jahres. Okay, geil. Geil. Wow. Okay, was kommt jetzt noch? Also okay, Knights of the Old Republic Remake war einfach für mich jetzt mal ein Highlight. Tiny Tina war ja schon bekannt gewesen und Project Eve war sehr, sehr spannend. Ja, das ist echt krass einfach, was die jetzt bringen. Also ich werde mir auf jeden Fall eine PS5 holen, weil die es hier genau gibt. Square Enix. Was kommt jetzt? Project 4 oder Final Fantasy 16? Woohoo! I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. Ist das Project 4? No more fights. Und Life is Strange, was ist das? Bright skies. Okay. What the actual fuck? Whoa, wait, stop! Wow. Okay. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth, anyway. Und nochmal ganz kurz mal am Rande. Während mir jetzt gerade 4 Leute zu gucken,
gucken gerade eine halbe Million denen zu. Es ist halt echt gefragt, ne? Ich reagiere nicht auf was keinen interessiert. Es ist gerade echt ein Highlight. Okay. Swear to God, asshole, show yourself. Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello. Yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing... Ja, das ist Project 4. Das ist ein neues Spiel von den Machern von Final Fantasy 15. Das hat, glaube ich, jetzt einen neuen Namen bekommen. Das ist auf jeden Fall exklusiv für die 5. Nice. Freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved it with my freaking mind. Yeah, okay, that is something I do. Wow. I do magic. Also sah ein bisschen aus wie Attack on Titan, oder? Jacked up beats. I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Geil. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Syla. Geil. Tanta Syla is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing Outlander Ey, great diese ganzen Effekte, wow. service by killing her. Ach stimmt, ja, Forspoken, ja. Vorher war es Prototyp 4, jetzt heißt es Forspoken. Geil! Ich habe nur mal vor ein paar Monaten ein Interview mit der Darstellerin gesehen, aber Gameplay hat war bis jetzt nicht da. Cool. Frey. No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tanta Syla. Wow. Jawohl, schon bald kommt's raus. Nice. Geil. Geil. For decades, Team Rainbow has been the shield against the Rainbow worst local Six threats imaginable. Extraction? Hostage situations, biological weapons. Ja, es ist das Rainbow Six, das zuerst Quarantäne hieß, also Quarantäne. Und das wurde ja vor Covid angekündigt. Und weil jetzt ja die Pandemie ist und jeder sich so negative Assoziationen hat mit dem Wort Quarantäne, haben die es quasi umbenannt auf Exfiltration oder Extinction. Of nuclear war. But now, we face the greatest terror our world has ever known. Genau, Rainbow Six Extraction. Jemals hieß es Quarantine. Okay. Hallo. Ja, also wer von euch Rainbow Six Siege kennt, jetzt ist das Spiel so ein bisschen in Richtung Zombies abgewandelt worden. Oh, cool. Also taktisches Zombie-Shooter. We will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. As one. Ich meine, das Spiel gibt es schon, oder? Oder ist das jetzt kurz vor Release? Ich bin gar nicht ganz sicher. Together. Ist es jetzt ein Next-Gen-Update oder ist es jetzt ein Release? Ich weiß es gar nicht mehr. We enter the unknown.
Together, we fight for our future. And no one will be left behind. Also ich will schon, dass jetzt ein neues Spiel so um die 80 Euro kostet. Früher waren die alle noch 60. Das ist so krass. Ach, im Januar, okay. Okay. Bam, let's go. Aber okay, das Spiel kannte ich halt schon. Das war schon bekannt, aber jetzt Forspoken sah echt cool aus. Epic Games. Was kommt jetzt? Fortnite? Remedy? Oh, nein! Sagt bloß Alan Wake Remastered oder Alan Wake 2. Nein! Nein! Es ist Alan Wake! Leute, kennt ihr das Spiel? Ich hab's gespielt. Alan Wake. Das ist für den PC gewesen und die Xbox 360. Richtig gutes Spiel. Es ist wie diese Serie Twin Peaks und du bist mit der Taschenlampe und kannst die Gegner quasi blenden. Richtig gutes Spiel, ist jetzt 11 Jahre alt, jetzt kommt wohl eine neue Auflage. Cool! It's coming for me. Whatever you do, don't go out in the dark. Ich hab's auf dem Computer gespielt, ne? Also so richtig schlechte Qualität halt, weil mein Computer halt schwach war. Jetzt halt nicht Gen. Geil! The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous art. Das ist halt ein Remaster, aber was für eins? Weil das war früher gar nicht auf der PlayStation vorhanden. Richtig geil. War so geil heute einfach. There's no left. Alice? Alice? Ja, meinte ich ja gerade eben. Da, guckt, ich erzähle nicht nur Quatsch, hier steht's auch. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. Fun Fact, das Spiel ist 11 Jahre alt, ne? Sieht echt neu aus. What had happened to me? I squeezed the flashlight. Taschenlampe, yeah! With it, I could save myself. Nostalgie pur. Also Spoiler, das Spiel endete halt mit einem Cliffhanger. Ich hoffe, dass sie mal endlich eine Fortsetzung machen. Ey, Wahnsinn. Es ist doch genau die Zeit von Spielen, die rauskamen, die ich halt noch gespielt habe, bevor ich angefangen habe, alles nachzuholen. Da war ich noch up to date. Richtig geil. Cool. I could save Alice. Ja, das stimmt. Ich habe es auf dem PC gespielt mit ziemlich niedrigen Auflösungen, weil mein Computer halt nicht so gut war. Ich fand, das war okay, war halt so ein bisschen repetitiv, aber trotzdem, die Story war einfach nur Sahne. Und dieses Ende einfach, ich will ja nicht spoilern, aber das war einfach halt nur ein purer Cliffhanger. Da muss doch auf jeden Fall was kommen, ey. Carl Ducky, pleased to meet you. Genau, also du hast halt diese Gegner und die blendest dort mit der Taschenlampe und dann kannst du sie halt verunbewachen und dann kannst du sie halt abknallen. Ja, so ungefähr.
Es ist nicht das beste Gameplay, aber es ist einfach eine gute Story und Atmosphäre auf jeden Fall. My name is Alan Wake. I'm a writer. Wuhu! Ich freue mich. Oh, Klammer. Cool. Ach, für die PS4 auch. Wunderbar. Genial. Cool. Und ja, bezüglich Max Payne 4. Ich glaube, Rockstar hat zwar einen ziemlich soliden Max Payne 3 gemacht. Und das war ja das beste Spiel des Jahres. Aber ich glaube jetzt, wo die GTA 5 haben, dass er so viel Kohle bringt und jetzt auch noch halt GTA 6 bald kommt. Ich glaube, dass die kein Interesse haben an einem Singleplayer-Spiel. Also ich muss es eigentlich mal wiederholen. Ach, da! Ich habe gar nicht von GTA gesprochen. Jetzt kommt's hier. Cool. Also, jetzt zum 10. Mal, glaube ich. Hello, Franklin. What's up? Ey Leute, ich muss euch was beichten. Ich muss euch mal was beichten. GTA 5 kam ja zuallererst auf der PS3 und der Xbox 360 2013. Ne? Kurz bevor die PS4 kam. In der Zeit war ich gerade 4-5 Monate vor meinen Abiturprüfungen und da war ich ja auch auf einem Internat, war nicht zu Hause, nur am Wochenende, und ich habe mir einfach gesagt, dass ich mir GTA 5 nicht hole, weil sonst will ich einfach nur spielen und mein Abi nicht schaffen, so. Habe ich auch nicht gemacht und habe ich auch mein Abi geschafft und so. Und auch dann begann so meine wilde Zeit mit der Uni und Lernen und ein bisschen Party machen, mehr Real Life. Und auch da habe ich auch einfach angefangen, wieder alte Spiele nachzuholen. Und Leute, ich weiß, das gefühlt jeder GTA 5 hat. Ich habe auch alle Teile vorher gespielt. Und liebe auch San Andreas, freue mich auch auf die Remaster und alles, aber shame on me, ich habe es echt noch nie geschafft, einfach zeitlich in aller Ruhe mir GTA 5 zu holen. Ich bin gefühlt der einzige Mensch auf der Erde, der noch kein GTA 5 gespielt hat. Deswegen freue ich mich an sich auch umso mehr, obwohl es halt völlig lustig ist, aber trotzdem. Jetzt kommt ja, wie ihr seht, GTA 5 wieder für die PS5 und da schwöre ich euch, werde ich mich mir endlich GTA 5 holen. Ohne Witz, weil jetzt ist echt mal Zeit. Und an sich hat es jetzt für mich auch gelohnt, weil so bekomme ich quasi die beste Grafik und die beste Auflösung und die beste Framerate. Beste. Alright, bye babe. It's lonely up here. Come on, man, speed up. Get us out of here. Roger that. I think we're gonna literally make out like bandits on it. Okay. Im März. Also auch nicht mehr dieses Jahr. Krass. Krass. Auch nicht mehr dieses Jahr. Wahnsinn. Okay.
ist das? Ist das Ghost bei Tokio? Sieht so aus. Ja. Ghost bei Tokio. Jemals angekündigt von dem Team. Ich habe vergessen, wie die alle jetzt heißen. Aber von Shinji Mikami, dem Schöpfer von Resident Evil und Evil Within. Und dann war nämlich die Game Directorin, war eine lustige Sache. Die hat das Studio irgendwie verlassen, hat Ewigkeiten gedauert und jetzt machen die einfach einen quasi Neustart und jetzt haben die jetzt wohl endlich fertig gemacht. What's that? Ja, und eigentlich war das angekündigt worden wie so ein richtiges Horror. War mal Horror, aber jetzt, ihr seht, Ego-Perspektive und so fast schon Ninja, Naruto-mäßige Fingerzeichen-Magie. Völlig anderes Stil, aber okay. Critical work. People always decry the truth. Aber gut, immer noch Geister, immerhin etwas. Ja genau, ich habe auch schon gehört von denen immer im Mastern. Das finde ich aber auch geil, weil ich habe sogar GTA 3, Vice City und San Andreas auch digital auf der PS4. Und die wurden schon bereits ein bisschen überarbeitet. Da gibt es sogar Trophäen sofort. Du kannst Trophäen auch machen. Habe ich auch vor 2 Jahren neu gespielt und neu gespielt. Nach Jahren wieder. Und jetzt gibt es wohl bald nochmal ein Remake. Finde ich auch cool. To face it. Still your fear. I will be her salvation. The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. Cool. A new age will dawn. Also bisher, Wahnsinn. Spiele, die ich kannte, haben jetzt eine Update bekommen und Spiele, die ich nicht kannte, haben jetzt voll cool, voll cool. Ihr seht ja auch, falls ihr jetzt auch schon dabei gewesen seid, in der Zeit, als ich auf die Gamescom reagierte, vor allen Dingen so was die Xbox angeht, da war ich halt schon neugierig und PlayStation ist für mich einfach halt was mit Gefühlen und Erinnerungen verbunden und da kann ich das einfach nicht so trocken gucken, wisst ihr? Da habe ich halt schon so in meinen Synapsen das Freude vorprogrammiert. Deswegen ja. Wahnsinn. Echt cool. Bisher. Oh, Marvel. Was kommt jetzt? Marvel Avengers? Ein DLC oder mit einer Tanz oder was ganz Neues? Eidos? Das ist was Neues, Leute. Glaube ich. Guardians of the Galaxy. Ah! Guardians!
Nice! You came here seeking truth. Rejoice. The matriarch wishes to share it with you. United in the light of belief, all suffering, all grief will end. Oh! Ah! Ah! What's wrong with you? Oh, I think... Yeah, I think... Ja gut, Star-Lord sieht nicht aus wie Star-Lord, finde ich jetzt. Oder? Na gut, die haben wohl nicht die Lizenzen auf die Schauspieler bekommen. Okay, trotzdem. I'm having a heart attack. Cease this at once. Fine. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unified. Das... was? Was? Es ist das Sowjetunion, das ist ein russischer Leiteranzug. Cool. Okay. Leader of the Church of Truths. During that ritual with the priest, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined a cult. So let us investigate for you. Always catch Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0. Das Spiel wird ja Singleplayer only sein, also ohne Mikrotransaktionen, ohne Pay-to-Win, nicht wie Avengers, das Spiel mit diesem Leiter. Das ist jetzt echt Singleplayer, was ich echt cool finde. 3%. Is that bad? It sounds bad. It is. Ja, Leute, wenn ich weinen muss, hole ich auch, aber noch kam nichts, was ich komplett... Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, neues Jake and Dexter kommt oder irgendein Spyro, Medieval, Metal Gear, Kingdom Hearts, dann hole ich richtig. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes 2 of us. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. Guardians of the Galaxy, nice. That was completely intentional. The Milano's on her way. Thanks, bud. Okay, okay, cool. Was kommt jetzt? Stray? Mit der Katze? Nein. Ah! Dead by Daylight? Oder was? Oder nee? Nein? Oh, Vampire, okay. Ist das nicht dieses Bloodline Vampire? Wie heißt es, dieses Vampirspiel? Vampires Bloodline Masquerade? Da müsste doch ein Teil 2 kommen von diesen Bloodlines Masquerade 2. Aber da wurden ja alle Entwickler, glaube ich, gefeuert und war da komplett neu gestaltet worden. Es ist, glaube ich, jetzt ein neuer Teil mit so Multiplayer. Feuer. Okay.
Ja, Vampire the Masquerade Blood Hunt. Okay. Da kommt quasi der Ableger vor dem Teil 2, obwohl der Teil längst früher kommen müsste. Okay. Und das Originalspiel war quasi ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive und da ist jetzt so ein Spin-off. Ach, noch dieses Jahr. Okay. Boah. Bin jetzt nicht so der Multiplayer-B-Typ, aber okay. Welcome to the Eon program. Picture your perfect you. Your health, your enlightenment, dieses not just freedom, we offer Deathloop. eternity. Shut up. Your esteemed visionaries believe the only thing missing from Black Reach is you. The Visionaries. 8 geniuses who painted up a prison and locked us all in one repeating day. Their eternity. An endless party that you can never leave. I am a storm rolling. Round and round we shall go. Yes, it's The place is supposed to be unforgettable. A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists. Also ein neuer DLC oder was? Flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. So how come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? Come on, Colt. You gotta put this together. Es ist voll witzig, weil das Spiel ist ja von Arcane Studios und Bethesda ist ja der Publisher und Bethesda wurde jetzt ja vor einem Jahr gekauft von Microsoft und das kommt immer für die PlayStation. Das ist voll lustig. Weil quasi die Gelder von Microsoft fließen in ein Spiel für die PlayStation. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? What the notes anymore? Who am I? Colt, I want you to remember. I want you to remember why you came here. Huh. Is that? Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Also okay, ja, es ist ein cooles Spiel, aber kenne ich halt schon. Deswegen, also muss ich ja noch so spielen, weil das ist keine völlige Überraschung mehr. Gonna break this time loop before it breaks me. Ach, es kommt erst in 5 Tagen. Ach so. Okay. Nice. Oh nein. Five Nights at Freddy's? Ich hab Angst. Könnte aber auch Outlast sein.
Kids Amnesia. Okay. Radiohead in the Games. Okay. November schon. Okay. Okay. Also, wie ist eure Meinung bisher? Es ist einfach der Wahnsinn, die Show. Was ist das? Okay, gut. Cool. Ist das Italienisch oder so? Ich verstehe kein Wort. Ach cool, du kannst dich da quasi verwandeln. Okay. Süß. Già, kalau cumnya Philip meapur. Gì? Bé mune nyawak. Ite yang azo ikut ni angich. Ano si Nota din niya napet? Che Oriti. Und da sagt mal einer, dass PlayStation keine Spiele hat. Komm, komm, ey, komm, let's go. Tja, tja, tja. So. Oh. Let's go. Oh. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Uncharted 4 kommt wohl für die PS5. The Task of Ganesh. Und die DLC. Ja, okay. Ich habe alle Teile gespielt, außer und PC. Und PC? Okay. Okay. We're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Hang on! Oh crap! Everyone Ich habe halt auf der PS3 Teil 1 bis 3 gespielt. Alle legendär. Teil 4 fehlt, dann kann ich mir auch mal auf der 5 spielen. Ist auch cool. This treasure. It's what they deserve. Are you ready to seek your fortune? Was kommt jetzt? I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios. Das ist also der neue Chef, der neulich auch so ein bisschen kontrovers war mit den ganzen Entscheidungen über die Schließung von dem PSN Store auf der PS3 und der PSP und jetzt auch neulich
gab es einen kurzen Shitstorm über die Tatsache, dass Horizon Forbidden West ohne Update war in der Standardversion. Jetzt nenne ich ihn quasi jetzt mal kennen, okay? Studios at its heart is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter. Games that you're not going to find anywhere else. Enjoy. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Nein! Spider-Man 2? Nein! At the dark. Ja! Spider-Man 2, oder? Warte kurz. Was? 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 Muss es kurz verarbeiten. Insomniac, die Leute hinter ganz früher Spyro, Ratchet & Clank, die jetzt neulich Spider-Man gedroppt haben, wo jetzt jeder auf Teil 2 wartet, kommt jetzt einfach ein Wolverine-Spiel. Wow! Wow! Geil! 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 Wow! Was kommt jetzt noch? Hier, Gran Turismo. Jawohl. Porsche. Gran Turismo 7. Wow. Ich muss gestehen, ich habe nur für die PS1 die Demo gespielt von Teil 1. Es sieht echt immer besser aus als die Realität selbst. Gran Turismo 7. Ich finde die Musik so ein bisschen unpassend für ein Rennspiel, aber okay. Ja, wohl geht auch passen. Geil. Geil, okay. Jetzt geht's ab. Oh yeah! Forza Horizon, zieh dich warm an. Yo! Geil!
Das sieht einfach aus wie die Realität. Und mein wow. Ey, einfach diese Grafik ist einfach wie die Realität. Ohne Witz. Geil! Was ist das? For as long as I can remember, I have looked for an equal. Okay. One who could push me. Ah! Jetzt! Jetzt! Spider-Man 2! Jetzt kommt das! Die haben da einfach mal mit Wolverine noch auf vorgelegt und jetzt machen die auch noch Spider-Man 2. Ey, gibt's das überhaupt? One who could surprise me. Wow. One who could even beat me. Ja, Peter Parker und Miles Morales vereint. Jawohl. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Wer kommt raus? Der Rock. Yes. Venom. Leute, ich verneige mich vor diesen Leuten. Ich verneige mich vor diesen Leuten. Das ist einfach nur der reine Wahnsinn. Ey, die machen sowohl Spider-Man 2 als auch Wolverine und haben es jetzt doch geschafft mit Ratchet & Clank ab. Das ist einfach nur Wahnsinn. Oh Mann. Oh Mann. Wann? 2023. Okay, bisschen Geduld. Ey, krass hier aus. Was kommt jetzt noch? God of War. God of War! God of War! Atreus. Oh boy. Oh boy! Running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am. Das God of War für die PSP muss so gut sein, das ist einfach nur so zu seinesgleichen. Ich habe alle God of War Teile gespielt vor dem Teil hier und muss noch den God of War, das mit Bruno spielen. Jetzt weiß ich nicht, wie das Ende war. Bitte nicht spoilern. Ich weiß nur, dass der Sohn wohl jetzt ein bisschen älter wurde.
Aber ich glaube, dass jetzt keine Spoiler kommen, die ich nicht kapiere. Und trotzdem ist es Wahnsinn. So viele Spiele, das ist zu wild. Who Loki is? I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happened to him? We're trying to stop Ragnarok, Cool. to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Das wäre jetzt noch cool, wenn die jetzt noch kurz zeigen, dass man als Boy spielen kann. Hey. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Mjolnir. Wow! Moments of crisis. Panic Also das ist halt einfach nur Wahnsinn. does nothing. Harness it. Let it serve you. Hey. Tyr! Are you coming with us? Jesus. Wow. I think your answers soon enough. Well, some of them. Okay, also ich als jemand, der den vorigen Teil nicht spielte, weiß jetzt nichts wegen der Story, habe jetzt auch nicht so genau zugehört. Ging aber auf jeden Fall wieder auch um die ganze Beziehung zwischen Vater und Sohn, Kratos und dem Atreus, aber wusste jetzt nicht, wie das ein Mädchen war und so. Trotzdem muss ich sagen, richtig geil. Einfach zu wild. PlayStation bleibt der Boss. Einfach. Okay. 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 Die Ansichten und Meinungen, die in diesem Programm gezeigt werden, reflektieren nicht unbedingt die Ansichten von Sony. Okay. Oh Gott, nee, es ist jetzt gerade wieder mal Musik dran. Verdammt, hab's gerade nicht gecheckt. Dann kurz leise machen. Weil ja, Musik ist nicht so geil für YouTube. Aber ja, okay, ist jetzt wohl vorbei mit dem Livestream. Also mit ganzen Spiel, jetzt kommt quasi, das ist so eine ja, wie nennt man das, Zusammenschnitt sozusagen. Aber ja klar, God of War war einfach halt the next big thing. Und sah richtig cool aus und so. Ah, jetzt geht's weiter. Sekunde. So. Moment.
And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7. Also PlayStation hat jetzt einfach mal rasiert. Die haben sich echt lange ruhig gehalten und jetzt haben die einfach mal gedroppt. Einfach mal gedroppt. Das ist Wahnsinn. 7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And you know, I got a chance to play and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer. And for me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that, but I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now two big reveals. Habe ich auch vorhin gesagt, dass die einfach jetzt einfach komplett durchdreht. Ratchet & Clank gemacht, Spider-Man gemacht und jetzt noch Wolverine und Spider-Man 2, es ist einfach nur zu wild. Tonight, in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel Universe? I mean, Sid, you said it, Insomniac are on fire. They've been just so productive. And I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel, and that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also going to be raising the bar again, you know, in terms of immersion, action, visual fidelity. Oh, yeah. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming. And they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. That PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight, we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? You know, like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so, you know, I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5, and it looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kits, their lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking, and it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really
adds to the experience, you know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special. And I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. Leute, bei all den coolen Spielen, die rauskommen, wird man einfach nur krass, was alles rauskommt. Wahnsinn. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big... Corey Barlow, and actually, der Game Designer von God of War. Eric, I wanted to start with you. Der hat geweint, als die Medien God of War heutigen Teil gelobt haben. Das war so cool. So eine volle Seele da rein investiert quasi. Every single God of War, including 2018's God of War, is that correct? Yeah, that's correct, Sid. I've been with the studio since 2004 in many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so... okay, das ist jetzt der neue Director, okay? That's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. You know, we've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and you know, rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time. But also, you know, a fresh pair of wie legs. gesagt, der Direktor von dem vorigen Teil, denn der ist der Direktor, der jetzt eben gesprochen hat. Sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you gotta con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But you know, from my point of view, like we want to tell a very heartfelt and epic story as, you know, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. You know, it's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking like slices of life or family, you know, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And, you know, at the end, we just want to have an ending that feels very, you know, surprising yet inevitable based on all those things. But it's kind of, you know, I'm from the Midwest, so like slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. It's, you know, make an experience that's very worthy of the God of War name. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, you know, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor are very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. You know, he's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off-kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. We're very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing.
This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants, and he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit, and make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse god of war. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, we might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, like with the little wink and smile from Angrboda, she's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angrboda is being played by Leia de Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more, and there's a lot of different monsters you saw in there. And there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. Was ich auch cool finde, ist einfach das Konzept von der Show. Also, da gab es auch halt auf der Gamescom auch einige Shows, da wurden einfach auf eine Art Bühne, Couch, auch Leute interviewt und so, aber halt sehr wenig Spiel gezeigt. Und jetzt haben die erstmal ganz viele Spiele und vor allen Dingen auch ein Gameplay gezeigt. Pures Gameplay, pures Kino quasi. Und jetzt im Nachhinein, am Ende, gibt's noch ein paar, die was erzählen. So, finde ich halt viel besser als jetzt irgendwie so dieses typische EA, wo die einfach mal so, ja, da und da kommt ein DLC, könnt ihr wieder mehr bezahlen, dies, das und so weiter und so fort. Und hier einfach nur Spiel, das ist voll geil, einfach. Studio. That would have been completely amazing. And lastly, to our fans, we have a saying at the studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys put out, and our team to be able to take that into heart and just get excited and hyped, and then use that to push us through to finish the game for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else that they were talking about. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. Der hat gerade so ein bisschen was angeteased, oder? So ein bisschen, dass das irgendwie, ach ja, das ist ja Ragnarok, das von dem wir sprechen. Vielleicht kommt noch ein anderes Vorteil, das ist ja auch geil. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story
For Star Wars Knights of the Old Republic Remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. So we know Aspyr from bringing classic Star Wars games to modern consoles, but this is a much bigger project than anything the studio's tackled before. So what can you tell me about the team behind the game? You're absolutely right. While Aspyr has enjoyed a great relationship with Lucasfilm Games through our work bringing classic Star Wars games to new audiences on modern platforms, this project is on a... Übrigens, da war ja doch mal dieses Spiel namens Abandoned. Das war ja so dieses Indie-Horror-Spiel und es gab war ja jetzt auch neulich ja länger in der Gerüchteküche und da waren ja ganz viele Gerüchte, dass es angeblich ein neues Spiel von Hideo Kojima ist und es wird eigentlich in den Niederlanden gemacht, in Holland, und da müsste irgendwie eine App kommen für die PS5, wo dann nach und nach neue Inhalte gezeigt werden, neue Trailer, eine Demo, dies und das, und irgendwie waren die halt sehr unzuverlässig gewesen, die Entwickler. Und haben ja erstmal den Trailer verspätet rausgebracht, dann kam nur das, was bereits auf Twitter veröffentlicht war, also einfach mal richtig unzuverlässig und irgendwie so, dass man schon fast diesen Glauben an die Mannschaft verloren hat und dass sie überhaupt was noch reißen können, und davon war jetzt überhaupt keine Rede, das war irgendwie jetzt ganz komisch gewesen. Aber okay, vielleicht brauchen die echt ein bisschen mehr Zeit oder wurden bestraft wie Cyberpunk mit den ganzen Bugs. Completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all of the new people of your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. PlayStation. Ja, danke für den coole Show, auf jeden Fall. Ey, was für eine Show. Leute, einfach nur krank, oder? So viele coole Spiele angekündigt wurden. Allen Weg, das was ich halt schon kannte, war einfach nur Nostalgie. Aber dann kam Wolverine, Spider-Man 2. Gran Turismo sah geil aus. God of War, Alter, das war so einfach unnormal geil. Also Sony hat mich jetzt auf jeden Fall abgeholt. Ich will jetzt auch definitiv eine PS5. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gewartet und gerade gedacht, komm, ist hier noch ein bisschen Zeit. Ist ja eh Covid. Ja, die Entwickler brauchen ein bisschen mehr Zeit, weil war ja alles Homeoffice und aber man sieht hier, dass es wahnsinnig fortschrittlich gemacht wurde. Also ich werde auf jeden Fall die Livestream Reactions als Highlights machen,
weil das war alles sehr, sehr, ja, authentisch und ich habe mich auch halt gefreut. Man kann ja auch meine Begeisterung hören, als ich vorhin auch ein bisschen laut wurde. Also ihr werdet auf jeden Fall die kommenden Tage den Livestream in kleinen Stückchen auch wieder abbekommen, indem ich einfach so als Highlights mehr die einzelnen Spiele raushole und die einzelnen veröffentliche. Es ist aber auf jeden Fall wahnsinnig geile Spiele, die jetzt bald kommen werden. Ey. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bleibt auf dem Rollenden. Kons-T out. Skra! Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok und Darauf. Kons-T ist überall. Und werdet Teil vom Kons-T-Versum. Marvel war gestern. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bleibt auf dem rollenden. Kons-T out. Skra! Wer Animus feiert, checkt auf jeden Fall auf Kons-T ab. Und wer Manuel so feiert, hört einfach seine Musik weiter. Ach, Kons-T, muss das jetzt wirklich sein? Nur weil du im Rollstuhl bist, oder was? Ich habe keine Zeit für sowas. Wer bin ich? Geduld, sein Vater? Was sagst du? Leute kennen mich. Und so schenkt ihnen meine Stimme Vertrauen. Na gut, also hört alle her. Braturas und Bratinas, Chabos und Chayas. Influencer und A bis Z Promis. Sowie Opfers und Lauchs. Tut doch bitte diesem Spasten hier einen Gefallen, tretet dem Kons-T-Versum bei. Wie das geht? Ganz einfach. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Folgt Kons-T auf Instagram und anderen Social Media. Teilt dieses Video und schickt es auf WhatsApp all euren Freunden, falls ihr welche habt. Und ganz wichtig, bleibt auf dem Rollenden. Bis zum nächsten Mal. Google-Übersetzer out und Kons-T lässt grüßen.